Hallo zusammen, einen guten Rutsch und willkommen im 2026, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. In diesem Video nehme ich euch nochmal zurück in die 12 schönsten Wanderungen, die ich 2025 gemacht habe. Viel Spaß mit dem Video. Die erste Wanderung auf dieser Auswahl war eine Winterwanderung in der Lecce-Arena, wo man auf den grössten Gletscher, den Lecce-Gletscher, sieht von den Alpen. Es war eine wunderschöne Winterwanderung. Insgesamt waren es etwa 20 Kilometer, als ich durch den Schnee gewandert bin. Und ein traumhaft schöner Tag. Also ich kann euch sehr empfehlen, mal zu machen im 2026, wenn ihr sie noch nicht gemacht habt, oder zumindest einen Teil davon. Dann der Gornergrat beim Matterhorn. Das ist der Panorama Trail. Das war eine Schneeschuhwanderung mit einem herrlichen Ausblick immer wieder aufs Matterhorn und auf die Gornergratbahn. Das war auch eine wunderschöne Wanderung. Vom Gornergrat oben hat man einen Ausblick auf die höchsten 4000er von der Schweiz, unter anderem auf die Tüfferspitze, die höchste 4000er von der Schweiz. Wobei die Tüfferspitze ja teilweise auch noch in Italien ist, soweit ich weiß. Und der Dom ist der höchste, der ist ein bisschen weiter unten, aber auch in der Nähe. Das ist der höchste, der ganz in der Schweiz ist. Und man kann dann auch gut wieder mit der Gornergratbahn runterfahren. Das ist eine sehr coole Wanderung. Dann der Grimselpass, den ich im frühen Sommer gemacht habe. Da hatte es noch ein bisschen Schnee gehabt. Das ist auch eine sehr schöne Wanderung, die habe ich früher schon mal gemacht. Hier sieht man jetzt gerade den Totensee, wo ich auch noch kurz ein Bad genommen habe. Es war noch relativ frisch, weil am Schnee nebendran gesehen habe. Wie kalt er genau war, konnte ich nicht herausfinden, weil er nicht gemessen wird, aber definitiv höchstens eine Einstellung. Und so, das Grimselgebiet ist bekannt durch die vielen Granitformationen. Hier bin ich noch über die Aare gelaufen. Hier sieht die Aare noch etwas kleiner aus, als dann, wenn sie hier Bern durchfließt. Dann bin ich mit dem Ami zusammen von Brienz aufs Brienzer Rothorn gewandert. Hier kommt man auch mit der Dampfeisenbahn hoch. Das war eine sehr schöne Wanderung, am Anfang relativ steil und anstrengend. Oben da ist es ein bisschen angenehmer geworden. Hier hat man jetzt einen Blick auf den Brienzer See und Richtung Innerschweiz. Ganz in der Ferne sieht man den Vierwaldstätter See. Ich bin dann auf der anderen Seite ins Entlebuch runtergelaufen, zu den Quellen der Waldemme, die gerade hier oben entspringt. Dann der Klausenpass, ein Teil der Via Alpina. Finde ich immer eine sehr schöne Wanderung, vor allem hier der Urner Boden, wie man es gerade hier sieht. Dann da ist der Klausenpass oben. Und dann auf der anderen Seite Richtung Vierwaldstätter See runtergewandert. Das ist auch immer eine sehr schöne Wanderung, die ich früher schon mal gemacht habe. Es war insgesamt eine relativ lange Wanderung, man muss sie aber nicht zwingend in einem Tag machen, wir können sie ja gut aufteilen. Hier jetzt in Flüelen. Dann Sentiero Cristallina. Die ganze 3 Etappen, die ich 1,5 Tage gemacht habe, war auch ein weiteres Highlight von diesem Jahr. Der See ist der erste Tag relativ anstrengend, als ich über 2000 Höhenmeter darauf gemacht habe. Aber ein Traum, ich habe zuoberst oben auch noch Steinböcke gesehen. Und die kann man sehr gut aufteilen in mehrere Tage. Also man muss nicht gerade so viele an einem Tag machen, wie ich gewandert bin. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich habe am Schluss, glaube ich, richtig im Kopf etwa 13 Steinböck-Männchen gesehen. Und gerade unterhalb von der Kristallina-Hütte. Dann am zweiten Tag bin ich dann Richtung Airolo runtergewandert.
Dann der 4-Quellenweg, ein weiteres Highlight von diesem Jahr. Da habe ich alle 5 Etappen gemacht. Die ersten 4 Etappen in 2,5 Tagen mit Bivakieren. Die letzte Etappe dann aus Zeitgründen noch eine Woche später. Da ist der Thomassee, das ist die Quelle vom Inn. Das ist die Quelle vom Rhein, natürlich. Die Quelle vom Inn habe ich früher noch mal gemacht. Das ist der Lunginsee, oberhalb vom Maloja-Pass. Dann hier jetzt der Abstieg Richtung Gotthardpass. Da ist schon wieder auf der anderen Seite der Aufstieg, wo dem Gebiet entspringt die Reuss. Dann da ist jetzt im Tessin oberhalb, vor dem Nuvelepass, wo es auf beiden Seiten hunderte von Metern weit Blaubeere hatte. Dann das war am frühen Morgen, als ich dann auf den Nuvelepass hochgelaufen bin, nachdem ich bivakiert habe unterhalb vom Nuvelepass und dann ins Goms runtergewandert bin. Dann eine Woche später bin ich in den Furka-Pass gewandert zum Rhone-Gletscher. Das ist also ein sehr schöner Abschluss von der 4-Quellen-Wanderung. Unterhalb vom Nuvelepass entspringt die Ticino. Ich habe vergessen zu sagen, genau. Dann habe ich wieder mit dem Ami zusammen die 4-See-Wanderung in Pizzol gemacht. Die habe ich schon etwa zum 5. oder 6. Mal gemacht. Die habe ich vorher noch schon viel gemacht. Das ist eine meiner Lieblingswanderungen. Finde ich immer sehr schön. Ich habe sie auch schon mit meinem Vater und seiner Schulklasse gemacht früher noch. Ich kann sie immer sehr empfehlen. Und bin auch mehrmals baden gegangen. Das ist herrlich im Sommer. Um die zu wandern. Man hat auch einen super Ausblick aufs Rheintal und je nach Sicht sieht man sogar den Bodensee in der Ferne. Manchmal sogar bis Deutschland. Dann der Grand Dixence, den ich mit dem Andi, von Andi W. Foto zusammen gemacht habe. Die wollte ich schon lange mal machen, weil wir sind mit der Schulklasse, als ich etwa 14 war, sind wir mit dem Velo von Sier da hochgefahren. Wir hatten aber keine Zeit mehr gehabt, um noch den Stausee anzuschauen, weil wir zurück ins Hostel, die Jugend haben müssen, zu Nacht essen. Es war also eine wunderschöne Wanderung. Also, ich liebe die Karglandschaften, so wie jetzt hier, es zum Teil noch so Seen und so hat. Das ist einfach ein Traum. Eine weitere sehr schöne Wanderung war im Alpstein. Der Alpstein ist eines meiner Lieblingswandergebiete. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich in St. Gallen aufgewachsen bin. Mit dem Blick Richtung Sentis. Hier aber zum Seealpsee, wo ich mit 2 Kollegen vom Chor gegangen bin, Georg und Simon. Dann sind wir mal zum Schäflerruhe. Da bin ich vorher noch nie, weil er so überlaufen war in der Regel, dass ich einfach keine Lust hatte. Jetzt hat es aber erstaunlich wenig Leute gehabt, es war richtig angenehm. Dann Bernina Tour, dort habe ich auf die 2. und 3. Etappe jetzt dieses Jahr mal gemacht. Die andere Etappe mache ich vielleicht nächstes Jahr mal. Das war eine wunderschöne Wanderung. Ich wollte immer mal auf die Avolezza wollen. Den Bernina Pass selber habe ich früher noch schon mal gemacht. Aber ich war noch nie auf der Diavolezza. Da habe ich mal geschaut und gesehen, dass die Bernina Tour dort drauf geht. Und weil ich wusste, dass es kurz darüber schneien wird, habe ich dann herausgesucht, dass ich die 2. und 3. Etappe in einem Tag schaffe. Wenn ich mit der Seilbahn runtergehe, wann auch laut Schweizmobil der offizielle Teil wäre von der Bernina Tour, dass man mit der Seilbahn runtergeht. Also zu Fuß suchen, mit der Seilbahn runter und noch auf der anderen Seite das Tal hindern und nachher darauf weiter. Dann zu einem noch weiteren See kommt. Also zu einer Karglandschaft, die ein Traum ist. Bevor dann der Abstieg Richtung Pontresina anfängt. Jetzt hier in der Abendstimmung. Da unten sieht man Pontresina.
Dann nochmal mit dem Ami zusammen bin ich noch in Bergün auf Bredau. Bahnerlebnis. Zug und Zug filmen und einfach die Lerche, den goldigen Herbst geniessen gegangen. Auch eine Wanderung, die ich früher schon mal gemacht habe. Und ich sie früher noch gemacht habe, bin ich von Filisur bis auf La Punta Muech gelaufen. Das war eine relativ lange Wanderung. Intensiv etwa 37 km. Dass wir uns jetzt ein bisschen gemütlicher genommen sind, einfach, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben zum Filmen. Weil dort, als ich sie das erste Mal gemacht habe, habe ich noch nicht gefilmt, sondern nur ein paar Fotos gemacht. Und sind dann einfach bis zum Lay da Palpuenia, wo man jetzt hier sieht. Da sieht man auch, dass Teil der Lerche die Saison schon vorbei war, jetzt weiter oben. Es war cool, mit euch das Wanderjahr zusammen zu verbringen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich einen Daumen nach oben freuen. Ich freue mich immer sehr über eure Kommentare. Und falls ihr mich in 2026 beim Wandern und bei den Wandertipps begleiten wollt, freue ich mich über ein Abo. Glocken aktivieren nicht vergessen und dort alle auswählen. Dann informiert euch YouTube jedes Mal, wenn ich ein neues Video lade. Können wir auch gerne immer Tipps geben für weitere Wanderungen. Ich habe zwar noch eine riesige To-Do-Liste, was ich noch alles machen will, aber ich habe immer gerne neue Ideen, die mir andere Leute bringen. Ja, ich freue mich sehr, mit euch 2026 zu machen. Bis zum nächsten Video.